About the choice of Berlin, it was a personal meeting with Berlin for me a year ago. Also a very specific meeting with the work of boys in the Hamburger Bahnhof. When we were looking around for an urban environment, it was pretty clear Berlin was a fertile place to go and work with a group. And that's why we spent also some time there, a whole day actually, with Johannes Stüttgen. Der Schönheitssinn in uns muss überhaupt erst wachgeküsst werden. Und insofern ist vieles von dem, was Beuys liefert, im ersten Moment gerade nicht schön. Wenn man aber länger sich damit befasst, merkt man, wie schön das eigentlich ist. Going through the objects and the works, but also getting some feel for the thoughts behind the Beusian philosophy, way of working. And that's certainly been part of the project here. It's been very interesting to see how people have had a point of concentration. That's the interesting thing when you relate ideas and philosophy to art practice, that you have two poles that have to slowly meet each other. If I'm just moving in the impressions or the material, then I'm soon lost in the endless possibilities. And so it's like an orientation to have a concentration on the ideas. For instance, we looked at the basic forces available as a plastician, but also not just effective in art, but generally in life, from chaos, movement, and form. And we work with these forces in the painting, and that I found was very, a good new beginning. Hier gibt es so wie eine innere Aufforderung, was mache ich denn überhaupt? Die Frage der Kunst wird ganz zentral. Was mache ich mit meiner Kunst? Was ist Kunst überhaupt? Hier in diesem Kunstraum Bethanien ist auch speziell, dass wir einen Raum benutzen dürfen, der uns eine Privatsphäre gibt, einerseits aber trotzdem quasi wie eine Begegnung auch ist. Wir haben jeden Tag, später Nachmittag, so offene Tür, Menschen kommen herein, es ist die Möglichkeit eines Austausches und einerseits ist man am Arbeiten, andererseits täglich auch so eine Art Reflexion des Arbeitens. Spannend hier in Bethanien, an diesem Ort, ist vieles natürlich, ist es der geografische Raum, aber es ist ganz klar auch der geschichtliche. Was ist die Geschichte dieses Gebäudes? Heute im Gespräch tauchte auf, bis in die 70er Jahre waren die Räume ein Spital. Was schön ist, dass ein gemeinsames Thema im Raum steht, aber trotzdem ein reger Austausch oder auch eine intensive Suche stattfindet.
Human Space ist sowas Aktuelles. Wo ist das Nest, wo man drin geboren wird? Nicht? Wo ist die erste Wärme? Wo ist mein Platz? Wo ist mein Nest? Wo ist meine Bestimmung? Wie kann man dieses, was man hier lebt, was man spürt, was auch gewesen ist, wie kann ich das künstlerisch gestalten? Welche Farbe, welche Linie und welches Material brauche ich dazu? Ich hatte vorgenommen, einfach mit Wasser, Aquarell anzufangen und so langsam reinzukommen. Also das sind ja die Stimmungen, die es gibt, dort wo, den Platz, wo ich lebe für den Augenblick. Es ist ja Friedrichshain und Friedrichshain ist eigentlich ein Platz, wo sehr alte Gebäude sind, wo eine kaputte Fabrik steht, wo eigentlich viele Künstler leben auch und wo viele Arbeitslose leben. Und ich möchte irgendwie das auch in die nächste Zeit in meine Arbeit versuche hereinzubringen, stimmungsmäßig. Ma question dans le travail du trimestre, quand je suis venue ici, quand je suis arrivée ici, et la question que j'avais encore depuis la fin du workshop, c'est comment on crée l'espace dans la peinture, c'est ça la question. Et là, avec la couleur, c'est plein, mais il n'y a pas l'espace. Moi j'ai commencé, tu vois, avec la tonalité pour Berlin. Et ce qui m'a frappé quand je suis arrivée ici, c'est la brique, les grandes églises rouges, la présence du rouge un peu partout. Berlin, c'est pas anodin au niveau de l'histoire. Quand on est là, on pense à tout ce qui s'y est passé, enfin, à ces guerres, à ces séparations, ces drames. Ce qui est important pour moi, c'est de réussir à faire je pourrais dire structurer la peinture, tu vois, mais c'est pas de chercher la structure, l'organisation, l'espace. Qu'est-ce que c'est que toutes ces lignes et tous ces traits? Est-ce que ça dit quelque chose en soi? Est-ce que c'est... Moi, je trouve que c'est toujours comme un cri, quoi, tu vois. Ici, et avec l'école, c'est prendre un peu plus de liberté. Trouver l'expression comme ça, ouais, ça c'est nouveau. What kinds of color is Berlin? Color will speak to me. What is form of Berlin? Here, maybe this was my palette. First is maybe evidence, historical evidence. Second is the politic speaking. It's lots of politics. What I found in Berlin, on the street. And the third is freedom. And fourth is young. And five is the multi-culture. So I found these 5 elements, historical evidence. The Mauer is very dark brown, gray, and black. Politics speaking, white. And multicultural, orange and pink. And freedom is blue. I started to make house with this color. I would like to show the
with my language, my form language, painterly language. Also ich habe die erstmal mit Collage auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und dann später mit Farbe, so eigentlich ohne großes Konzept und entdeckt dabei aber immer wieder Sachen, die ich auch mit Berlin und mit dem Raum des Menschen in Berlin, also ja, in Verbindung bringe. Wie gestalten die Menschen diese Stadt? Und wie wird das sichtbar? Und mir fällt vor allem auf der Kontrast zur Schweiz oder der Kontrast zu Basel, so, dass vieles einfach unfertig oder provisorisch oder wieder weggenommen und dann wieder was anderes drauf und dann wieder weggenommen und dann da mal eine Baracke und alles vollgesprüht und es hat was Lebendiges für mich. Also ich finde, es vermittelt so ein Gefühl von, dass da was möglich ist, dass man gestalten kann. Ich denke, die Geschichte von einem Ort spielt immer eine Rolle. Also vielleicht sind die Collagen auch ein Bild dafür oder die gemalten Bilder auch ein Bild dafür, wie diese Überlagerungen stattfinden. Man sieht das darunter zwar nicht mehr, aber ich glaube trotzdem, dass es eine Rolle spielt. Also es gab ja auch wenn ich eine Farbfläche setze, dann reagiere ich auf das, was da drunter ist. Und dann weiß man als Betrachter nachher vielleicht nicht, was da drunter ist und trotzdem ist es da. Dans un premier temps, je pense qu'on s'est pas mal imprégné un peu de ce qui se passait ici pour savoir ce qu'on était capable de sortir. Et Berlin, c'est quand même vraiment une ville particulière, moi je trouve, où cette notion d'espace semble là, quoi, semble plus présente, je trouve. Cet espace qui me questionne, cet espace que je recherche où on peut être, où on peut venir, où il peut y avoir un mouvement et où je peux, moi, initier quelque chose. On vient travailler là-dessus ici et on le ressent d'autant plus qu'on peut se sentir de prendre une place et de participer au mouvement des choses, en fait. Et puis cette discussion qu'on a pu avoir ce matin, je pense qu'il a été très provoquée par l'expo de Boys hier. Tout de suite a amené la question de la liberté et pour moi en fait cette question de l'espace elle est directement liée à la question de la liberté qui est très large, trop prenante et qu'on ferme trop, mais qui malgré tout est la seule condition aujourd'hui, la seule recherche si on veut être là, être humain sur Terre et être réaliser juste la condition, enfin l'homme quoi. What interests me about human space is when someone does not have space. So if someone doesn't have the security of 4 walls to sleep or to think, these questions I find very interesting. So this work relates a bit to the people that are lost in the city, so the people that just know public space, so not the safety of four walls. In Berlin there are like 10,000 homeless people.
I mean, some of them, they really choose to be free, to don't have any walls. So I found these plans on the market, and they're actually all the architectural plans from an old building in the east. And what I'm gonna do is I'm making a collage actually. So I went to the city and took some photographs, Polaroids actually, where I'm sleeping against this little white house on public spaces and in the dirt and stuff. And I was also shooting a film which I want to project on these old spaces, I mean on these rooms. J'ai envie de me concentrer sur le portrait essentiellement. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Et pourquoi pas faire un petit journal des étudiants. Pourquoi pas faire un peu un plan de chaque étudiant. Et donc, Pauline, par exemple, dans l'évolution de mon travail, ça serait la saisir dans sa posture, comme travail, et à arriver jusqu'à le visage pour le traduire en lino. Et ce travail en lino, de là arrive une superposition et un jeu de cette technique. Pauline, est-ce que c'est pour mieux connaître peut-être son visage, lui poser quelques questions sur ce qu'elle a envie de me dire de Berlin et comment elle vit ici? Oui, comment elle se pose dans l'espace, comment elle rentre dans son travail avec cette attitude par terre et comment elle s'étale autour là. Par exemple, Anne Joly, elle a une manière de se poser par terre qui est toujours un peu la même, assez typique. Yves, il a une manière d'être qui est souvent comme ça, souvent un peu assez intériorisée. Et c'est un peu son attitude propre. Pourquoi je m'intéresse au visage? C'est un peu la seule partie de notre corps qu'on ne peut pas voir. Et c'est la seule partie qui est peut-être la plus communicante d'une personne à une autre. C'est un moment de lumière, de rencontrer un autre visage, ou ça peut être un moment assez sombre, ça peut être une promesse de rencontre ou d'un moment riche, ou bien au contraire une antipathie. Et on va à travers le monde avec notre visage sans jamais le voir. Et pourtant, tous les matins, on se prépare à se montrer au public. Ja, also wenn man auf sich zurückgestellt ist oder auf sich gestellt ist, in jeder Situation eigentlich, aber dann das spitzt sich zu in der Auseinandersetzung mit dem Bildformat oder mit einem leeren Blatt oder einem neuen Projekt, die man anfängt. Für mich gehört das eindeutig dazu, dass es Momente der Verzweiflung und der Begeisterung und des sich verloren fühlen, sogar aus einem absolut notwendiger Teil der Prozess ist. Visual Art School Basel
bezieht das auf jeden Fall ganz deutlich damit ein, dass Leute also nicht in eine Komfortsituation sich begeben und dass man das wie aufnehmen kann und miteinander auch auf eine gute Weise zusammentragen können, als Teil des Prozesses. Also der Nullpunkt ist eigentlich ein guter Anfang für den künstlerischen Prozess überhaupt. Da sind wir in Berlin auch mit etwas konfrontiert, wo sehr viel Nullpunkte erlitten hat, würde ich einmal sagen, und wieder aufgebaut hat und wo viel lebt von diese Schichten. Ja.